Okay, es wird Zeit, dass wir das Zimmer verlassen. Hallo, Steff. Das geht immer problemlos. Was, Lodu? Was? Wie viel Grad sind hier? Oh, da liegt was. Da liegt etwas auf dem Tisch. Ja. Hey, Geld. Dieses Savara, 52 Grad Celsius, plötzlicher Sonnenstein und Sternenausbrüche? Okay, in was für einer Welt sind wir? Rüste dich in dunkler Umgebung mit einer Taschenlampe aus. Sind wir irgendwo in der Wüste? Wo sind wir? Also wir sind anscheinend in der Küstenstadt. Weil ich würde mal sonst sagen, sonst würde da nicht Whirling und Wax stehen. Yeah, Schuh. Wie ist denn der da eigentlich so rausgeflogen? Eine salzige Windböe fegt über dich hinweg. There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Reunited on your feet. Wiedervereint an meinen Füßen. Ich glaube, der Erzähler mag Beherrschung. Warum erzählt das Beherrschung? Like two baby crocodiles. Reptilienbabys? Ist das die Beherrschung, die mir das erzählt? Wie sitzen sie? Du verwirfst den Gedanken? Nein, wir fragen hier alles durch. Konzept? Ach, das war eine Konzeptbildung. Oh, dein Ergebnis 11. Gerade so. Wie komme ich dazu? Aber hey, ich habe Geld übrigens. Wie sitzen sie? Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now. Truth be told. Sie sitzen gut. Das ist ja schön. Was ist das da? Ne, das kann ich doch nicht. Ich kann es nicht hier angucken. Aber hey, wir bewegen uns mittlerweile halbwegs mobil. Schuhe. Beherrschung minus Gewandtheit. Na gut, das sind halt Schlangenlederschuhe, ne? Was können die schon tun für meine Bewegung? Oh Mann. Dieses Spiel, ne? Was, die Frau ist weg? Nee, die steht da immer noch. Ich weiß nicht, letztes Mal war ich definitiv schneller beim Rausrennen. Laut Kalender ist es März, im Jahre 51. Hello, officer. Officer? The young woman raises a cigarette to her lips. Hallo? Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Die ist 28. Das ist das Wichtigste. Gut sitzende Schuhe. Ja, es hilft auf jeden Fall viel, ne? Wahrnehmung sehen. Oh, gerade so noch. Was passiert, wenn das gefällt hätte? Hätte ich den einfach nicht als Wesen erkannt? Du wendest dein aufgedunsenes Gesicht von ihrer Schönheit ab und läufst einfach weiter. Officer? Bin ich ein Soldat? Wieso kommt man bei Officer als erstes auf Soldat? No. Deine Frage scheint zu verwirren. Ich bin ein Geschäftsmann. Warum haben sie mich denn Officer genannt? Because you're a police officer, sir. Sie zieht an ihrer Zigarette. Verdammt richtig, ich bin ein Polizist. Schreiben Sie sich das besser hinter die Ohren. Sicher? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Oh, wir haben sie anscheinend verhört. Die ganze Zeit? Wie lange sind wir denn schon hier? You've been here for 3 days. On official police business, no less. Und dann bin ich hart am Saufen? Das klingt gut. Offizielle Polizeiangelegenheiten. Warum? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Ach, schön. Das ist, bis jetzt haben wir gesoffen, wenig für den Fall getan. Das ist ja prächtig. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. Achso, die Logik hat ergründet, dass ich... das war auch wieder richtig knapp, oder? Oder was? Ach nee, warte mal. Mittel heißt, dass ich alle Logikwürfe, die ich bis jetzt gemacht habe, waren das, oder? Oder wie muss ich das interpretieren? Egal. Also ich muss noch was gehört haben, während ich gelabert habe, wo ich besoffen war. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber wer ich bin, oder was ein Kubris Kinema ist, oder wo ich weiß, wie es sich anhört. War nämlich nicht daran, ein Bullet zu sein oder irgendwas anderes. Wer der rechten Verstand ist wirklich eine Suggestion, Herausforderung. Du probierst den Blick aus und lässt wissen, dass du sie willst. Körperlich. Ja gut, mit 17% Chance wird das wahrscheinlich eher nix. Wer bei rechten Verstand ist, würde mich wie ins Gesicht drüber. Ja, ich mache das da, aber ich mich nicht daran, ein Bullet zu sein. Could it be because of the drinking? Sie hebt eine Augenbraue, die Zigarette knistert. Das hier? She nods. Sie nickt. Aber ich weiß nicht genau, ich weiß genau, wenn mir jemand was verheimlicht. Was mache ich hier? Was ist mein Fall? There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops. Ein Söldner wurde gehängt und nach einer Woche haben die Leute mal die Cops gerufen? Wir leben in einer sehr interessanten Welt hier offensichtlich. Aber warum hast du das nicht gleich gesagt? I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Sie meint, ich wirke lost. Na, Halleluja. Ist es wirklich klug, diese Frage zu stellen? Wer soll mich zum Polizisten machen würde? Ach komm, wir stellen sie trotzdem. Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Die Polizeiprüfung besteht fast jeder. Naja, ich muss da mal los. Das mit der Suggestion sollten wir ja nicht probieren. Of course. Be careful, officer.
They don't like the police around here. Sie mögen hier dagegen nicht die Polizei. Was? Der war eine nette Dicke und hat die Ratten Something abgelenkt? stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you've said the words a million times before. Oh, pull ich jetzt einen Columbo mit. Eine letzte Frage She noch. looks back at you, a light glinting off her eyes. Bevor Sie gehen, habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Yes? Sagen Sie, schreiben wir das Jahr 51. Zimmer ist ganz in der Nähe von meinen. Haben Sie heute Nacht irgendwas gehört? Was haben die Leute gegen die Polizei? The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. Aha. Sie kennt sich den Rest der Stadt nicht aus. Wie groß ist denn diese Stadt? Die Leute am Hafen halten sich selbst für die Polizei. Wo genau sind wir hier eigentlich? You're in a hostel, sir. Das war nicht die Frage, die ich gestellt habe. Okay, wir sind in einem Hostel. Schön. Wo sind wir? Wo in der Welt? You're in Revachol. Bitte willst? Ich hoffe, mein Enzyklopädiewissen schlägt gleich zu und erzählt mir, wo zur Hölle Revachol ist. Weil ich habe von diesem Ort noch nichts gehört, aber ich ahne, wir sind eh nicht auf der Erde, oder? Weil, ja, 51 spricht schon einiges dafür. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. Also die Weltrevolution war vor einem halben Jahrhundert, wahrscheinlich genau 51 Jahre, würde ich mal vermuten. Revachol für immer? Das fällt mir einfach so auf. Das ist doch bestimmt der alte Spruch der Revolutionäre oder so. Forever and ever. Klar, siehe. Miss Orange Disco Danger? Für immer und ewig. And ever, out of the corner of your eye, you see the hair on the back of your hand standing on end. It feels as though low-grade lightning is coursing through you. You must be hypersensitive from the hangover. Ah ja, der Hangover macht mich hypersensibel. Na super. Das haben wir das Jahr 51, das wissen wir ja schon. It's 51. Welches Jahrhundert? The current century? Das gegenwärtige Jahrhundert. Also sie hat ein paar schnelle Antworten, nicht wahr? Centuries don't have numbers. They have names. And this is the current one. Wie viele Jahrhunderte hat es denn schon gegeben? Es schön, dass wir so investigative Fragen stellen, nicht wahr? Civilization has existed for 8,000 years, sir. Sie grinst. Also wir haben das Jahr 8051, das ist ja schön, das ist lustig You're daran. right. There is nothing funny about civilization. Ich glaube nicht, dass wir von ihr irgendwie die großen Historiker Antworten kriegen, oder? Jetzt sind wir ganz in der Nähe von meinen. Haben Sie heute Nacht etwas gehört? There was the usual ruckus. Loud disco music. Ich habe mir das Gefühl, dass Disco-Musik sehr zentral für dieses Spiel ist. Ich frage mich übrigens, ob hier im Hintergrund jetzt die ganze Zeit Musik laufen würde, nur weil ich dieses Streamer-Mode-Ding sie angemacht habe, dass die Copyright-geschützte Musik sich zurückzieht und dass das Ding hier so still ist. Oder ist es immer so still in dieser Morgenszene? War ich allein? I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Sie nickt zu Zimmer 3 hinüber. Ah ja. Disco-Musik? Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Ostentatious Orchestrations? Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Also sie hat von dem Prime gesagt, oder? Oh, that. Yeah. Whoa. The less said about the better. Oh, das ist nicht gut. Also zumindest unsere Enzyklopädie meinte gerade, die sind nicht so gut. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. Wir machen aber, sie singt. Eigentlich wird es noch schwerer, nicht wahr? It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. Tempowechsel um 2. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time, you were yelling along to it. Ich habe das hier gesungen. Du zeigst die leere Hülle von die kleinste Kirche in Saint-Saëns. Wo habe ich das denn jetzt auf her? Mal her. Yes, there was a church in there. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also... Außerdem, die kleinste Kirche der Welt, was? Was, wovon noch? that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir.
It was hard to understand what you were singing on top of it. Aha, wir klangen wie ein verwundetes Wildschwein beim besoffen Mitsingen. Das ist ja super. Wenn Sie verwundet sagen, meinen Sie das auf eine coole Art, wie eine wilde Bestie? Ich fürchte eher nicht. Tut mir leid sagen, ist das ein Charakter für mich? Don't be. I was going out later anyway. It didn't bother me. Was, sie ist in 2 nochmal rausgegangen? Na, okay, dann. Then you started screaming and trashed the place. Ja, das klingt nach mir. Sind Sie sicher, dass ich nicht überfallen wurde? Das hört sich doch ganz nach mir an. Was habe ich The getan? window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Müsste ich hier nur noch rausfinden, warum ich so ausgerastet bin, nicht wahr? Ich hoffe, dass das nicht noch mehr war. Das macht mich stolz. War dann weiter gar nichts mehr? There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. Also sie hat auf jeden Fall erstaunlich viel gehört, ne, von dem, was wir so I geschrien went out haben. afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. Ja gut, dass das alles war, bis das wir sind aber schon um 2 ins Koma gefallen. Das um 8 aufstehen ja gar nicht so schlimm. Okay, ich gehe da mal. Glad to have been of assistance. Sie wackelt aber auch mit dem Arsch, wie sie lang läuft. Ende. Was ist das? Kann ich ihre Zigarette analysieren? Sie hat einen schönen langen Zigarettenstumm im Aschenbecher hinterlassen. Er qualmt noch. Nein, die Tür kann ich nicht aufmachen. Aha. Das sieht alles so ein bisschen zerfallen aus hier, ne? Die Wochenausgabe der Satirezeitung Tremblement. Das heißt nicht Trompete der Welt, oder? Ab 21 Uhr kannst du schlafen gehen. Schlafen stellt der gesamte Gesundheit wieder her. Ja, ich hätte vielleicht das Licht ausmachen sollen zwischenzeitlich, ne? Oh. Hey, Musik! Achso, wir sind in der Lobby. Wie ist denn? Also aktuell erinnert mich das Spiel gerade so ein bisschen vom Allgemeinen, von der Welt her, so ein bisschen an Deponia. Irgendwie alles ist so dezent zerfallen. Was haben wir hier Schönes? Der Lautsprecher ist mit dem Rundfunkgerät verbunden. Hin und wieder überlagert Rauschen die Musik. Aber ich kann doch bitte nicht singen, oder? Ich bin auch nämlich zu doof zum Klicken, so wie es aussieht. Hä? Aber ich will noch nicht, ich will das... Hä, wie kann ich denn das... Ich bin zu doof zum Klicken, ich gebe auf. Schön, dass das Spiel komplett ohne Ziel anfängt. Hey, ich kann ein Nosa-Fett nehmen, es heilt mich. Ein Heilgegenstand. Wie setze ich das Ding ein? Achso, ich sollte vielleicht mal das Hemd wieder anziehen. Also ich kann sogar noch einen Hut haben. Werkzeuge, interaktiv. Ich kann den Heilgegenstand nicht benutzen. Würde mich nicht wundern, wenn die Musik nicht extra fürs Spiel gemacht worden wäre. Es gibt wahrscheinlich Musik, die nicht extra fürs Spiel gemacht wurde. Aber es ist übrigens Montag. Wie nutze ich das Ding? Achso, ich muss einfach nur draufklicken. Okay, das ist ja simpel. Eine Wasserspende, eine große Blase steigt in der Oberfläche. Die Speisekarte wurde abgewischt. Nur das Wort Montag steht drauf. Ach ja, da kommt jetzt also anscheinend die Erkenntnis, dass es Montag ist. Warte, was? Die gestrige Speisekarte war in einer femininen Handschrift verfasst. Das erste und bis jetzt einzige Wort von heute wirkte wie von Männerhand geschrieben. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. Aha. Auch ein Mann wieder Ende 20. Wir sind ja alle Ende 20, habe ich das Gefühl. Wir sehen irgendwie ein bisschen älter aus, ne? That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Er verachte mich. Ich hab einen Empathiewurf gewonnen, aber gerade so. Mich beschleicht das Gefühl, dass sie mich nicht leiden können. Sind sie dabei? Oh no, you're a hero. A real hero cop. Oh ja, er mag keine Bullen. Super. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Was? Der massive Sachschaden? Ja, also ich bin nicht nur ein Polizist, sondern auch ein Held. Ah, sie meinen das sarkastisch. Das ist, weiß nicht, ob das... Ach egal, wenn man ihm das jetzt... Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder and not trash my hostel room? Ich kann mich an nichts erinnern mit den Notizen. Oh, das habe ich alles geschafft? Ich habe mal davon, dass ich nichts davon gemacht habe. You're right, you didn't, and it's only taken you 3 days not to. Ja, aber anscheinend habe ich das ja erst am 3. Tag gemacht. Da fragte ich, wie die Ermittlungen in den ersten beiden Tagen so gelaufen ist. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Haben Sie mich irgendwo gesehen? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Er sieht wieder nach unten und zupft weiter an dem Vogel herum. Der ausgestopfte Vogel, na gut, das ist wahrscheinlich, hier bringt mir ja nichts, oder? A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it.
Ach, guck mal, es gibt hier auch moderne Hardware. Hat so eine Art Tablet, ne? Also der Mann versucht den Vogel zu reparieren. Wahrscheinlich, weil ich was mit seinem Kaputtsein zu tun habe, oder? Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it. Most likely on a wall. Oh, der Vogel war in einer Wand. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola. The part of the world you are in right now. Hey, ich bin in Isola, das ist ja schön. Also ich habe gerade quasi das lokale Wahrzeichen zerstört. Das ist der große Skua. Das ist schön, das zu sagen, aber wahrscheinlich, ich ahne, das, was mit dem Vogel passiert ist, die Antwort ich ist. Look, your buddy is over there. Achso, ich habe einen Kumpel. Der sieht zu den Türen hinüber, wo ein Mann in einer Fliegerjacke mit einem Fuß auf den Boden tippt. Ob er genauso besoffen ist wie ich? Obwohl, nee, ich habe ja alleine gesoffen. Was ist eigentlich hinten dieses komische Schild da auf der Jacke? Why don't you go and talk to him, okay? Was meinen Sie mit meinem Kumpel? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Ah ja, sind Sie Barkeeper? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Sagt Cart, der Cafeteria-Manager. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. Sie sehen aus wie ein Barkeeper aus. Aha, richtig schön trocken. Wo liegt der Unterschied? Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist ihm bestimmt sehr wichtig, das Thema. I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only standing in. Wer soll das denn jetzt? Sylvie? She just, you know. Ah ja. His eyes dart from left to right. This man isn't lying, but he is hiding something. Na, da bauen wir doch mal nach. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich mach's einfach mal sinnloserweise. So now you're a cop. Oh, forget it. Ah. Also einfach Sachen nachprüfen mag er auch nicht. Hey, automatisches Speichern, cool. Das wird einfach alles mehr zum Menschen, klingt einfach besser. Ja, das Mensch, also das ist... Mit unserem Kumpel reden? Welcher ist denn der? Ach, der Typ in der Fliegerjacke ist... Die haben alle so einen weißen Dings auf dem Rücken. Das ist, auf einem Schild steht Kantine, nur für Gewerkschaftsangehörige, Einlass 16 Uhr. Müsste ich mir das notieren, dass die Kantine 16 Uhr aufmacht? Dieser Royal Pinball-Automat ist nicht angeschlossen. Reden wir mit der Frau im Voice. Hello, sweetie. Lena, Frau des Kryptozoologen. Ein Kryptozoologen kümmert er sich um Tiere, die man nicht kennt? You shouldn't keep your colleague waiting. Ja, danke, Ende. Gut. Kann ich eigentlich mit der Kamera rumzoomen ohne? Ne, ich muss tatsächlich von A nach B laufen, oder? Um Sachen anzuklippen. Ja gut, dann reden wir mit unseren A Kollegen. bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. Warte auf mich, ja. Ich habe nur 41 Minuten gebraucht vom Hotelzimmer bis hier runter. Ich habe zwischendurch mit Leuten geredet, also das dauert halt. Er ist Kim Katsuragi, das ist ja schön. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Okay. Schütteln wir die Hand? Oder das ist... Ach komm, wir schütteln die Hand. Du schüttelst ihm die Hand. Hello. I'm Kim Katsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Ah ja, ist anscheinend ein Kollege, aber der sieht so ein bisschen straight edge aus, der gute Mann. You realize he is waiting for your name. Konzeptbildung 11, Mittel. Du denkst ja einen Namen aus. Das kann doch gut werden. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Achso, ich versuche mir einen Namen auszudenken, aber es ist nicht mehr fertig sein. Du sagst nichts. Noch ist es nicht so weit? Ich sag mal, noch ist es nicht so weit. Das ist, Okay then. Verstehe. Er verdaut Informationen und ignoriert sie dann. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Oh, der wirft mir gerade um die Ecke vor, dass ich leider an den letzten beiden Tagen nichts getan habe. Ach, schön. What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. Verdammt, wie konnte es mir dann passieren, dass ich ihn diesmal getroffen hätte? Hätte ich ihn ignorieren können? Meinen Sie mit der Nicken, meinst du den Cafeteria-Manager? Den habe ich geredet. Nein, noch nicht. Then we should ask him for a rundown of the area. Get me up to speed. I understand the scene is Outback, right? Ah ja. Also mir wurde jemand, das ist wahrscheinlich der von der lokalen Polizei. Warum bin ich hier? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Ja, da geht ja wieder davon aus, als hätte ich vorher schon voll Arbeit gemacht. Habe ich aber nicht. Ja, die Polizei, ich weiß eben, haben
Haben sie eine Liste für die Erstbefragung gemacht? Welche ich noch nicht sage, ist ja, ich weiß nicht, wie viel es mir bringt, total ehrlich zu sein, zu sagen, dass ich einfach gar nichts gemacht habe. Das kann ja nur schief gehen. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Ja, zieht er mich jetzt einfach Have you durch? removed the dead body from the tree? Also, wissen Sie, ja. Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht eigentlich, weil wir wollten die Leiche doch noch angucken, aber wir haben jetzt über den anderen Typen gesprochen, der meinte, wir haben die Leiche nicht entfernt. Completely. Does that mean you took the body down from the tree? Nein. So, the body is still in the tree. Yes. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Ach wirklich? Ich hätte es bevorzugt, wenn die Leiche nicht mehr im Baum gewesen wäre, das ist ja ein Ding. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Ich frage mich, wie viel von der Leiche noch übrig ist, nach 7 Tagen draußen rumhängen an irgendeinem Baum auf dem Hinterhof. Was, wenn ich sage, dass ich gar kein richtiger Polizist bin? Wie können Sie sich, dass ich das zur Polizei gehöre? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Aha. Er hat schon Polizisten durch Schlimmeres gehen sehen? Ist bestimmt Luft getrocknet. Na, wie so ein Salami. Ja, If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Ja gut, was soll ich nochmal da Talk to the machen? manager. Then we go out back and take the body down. Ja, dann mal los. After you, officer. Herr Kollege, Auftrag erhalten. Untersuche die Leiche des Opfers. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Mensch, sollte ich nicht einen Ausweis oder haben? Du siehst in der You Tasche mean nach. you don't have a badge? Ich hatte keine bei mir, als ich aufgewacht bin. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Ich habe mich ja anscheinend hart im Zimmer betrunken. Das Ding ist halt, also den Ausweis zu verlieren, ist eine schlimme Sache in dieser Welt, in der wir hier leben. Oder ist er einfach, er ist ziemlich straight edge, der Typ, oder? Warte mal, kann ich jetzt unterschiedliche Charaktere, also folgt ihr mir jetzt immer? Okay. Lieutenant Katsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Achso, ich kann ihn einfach nur, also ich hab sowas wie eine Party, okay, gut. Die Frage ist, ob der Manager tatsächlich, also ich könnte per Kurzwelle, könnte ich meinen Ausweis als gestohlen anmelden, oder als, wer den Verlust deines Ausweises, muss ja schnell den Verlust, der Leutnant hat gesagt, dass du keinen funktionierenden Motorwagen benutzen kannst. Schön, dass es übrigens Kurzwelle ist, ne? Aber der Typ hat da so eine Art Tablet, also was für ein Technikstand sind wir hier? Die Tür ist verriegelt, auf einem Schild steht Zugang zur Küche bis 13 Uhr nur für Angestellte. Ugh. So, das ist er war der Mensch, The oder? man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Ah, super, redet mit meinem Begleiter. Mr. Guard, right? Der Leutnant wirft einen Blick in sein You kleines run this Notizbuch. place. Also ihm gehört der Ort hier, das war schon mal schön, oder? Yes. Achso, das hätte ich doch noch sagen können, dass ich den Manager befragt habe. Aber ich habe den Manager nicht so richtig befragt, ne? Das ist halt, naja, das ist schon ganz I am Kim Katsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Als er dich ansieht, fällt ihm auf, dass er deinen Namen noch nicht kennt. Was ist golden, orange und Waldbrand, riecht aber nach Schnaps. Ich bin tatsächlich auf Namenssuche. Das ist eigentlich eine wunderschöne Antwort vom betrunkenen Kopf, oder? Fantastic. Er ist ungefähr so, wie man sich zwar in seinem Band, wenn man zwar seinen Band verlässt, sich aber noch nicht für den Namen als Solokünstler entschieden hat. Du lässt Kim sprechen, der offenbar etwas zu sagen hat. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? Ah, er hat angerufen, das ist ja schön. Also unser Kollege scheint ja voll dabei zu sein. No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Also er betont tatsächlich erstaunlich oft, dass er nur mal eben temporär hier arbeitet. Also er war nicht derjenige, der angerufen hat, sondern das war Sylvie. Wer auch immer Do Sylvie you ist. have her number? As a matter of fact, I do. Er sieht hinter seinen Stapel Untersätze nach, findet einen Zettel und überreicht den Lieutenant. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir unsere Autorität jetzt schon verloren haben. You said you just got here. From where? Are you a local? Oh, da steht aber richtig viele Fragen. Das ist vor allem so ein fiesen Tonfall, ne? Wo kommen Sie her? Sie arbeiten hier, was? Of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage.
Oh, er sagt, das ist eine der, also ich glaube, das ist ja ein interessanter Charakter. Es ist eine der vielen Cafeterias, die er managt. Von übrigens 3, wir bereits wissen. Aber er hat ganz viele But you still Cafeterien. know your way around, yes? In case we need directions. Oh, kennt er sich ja? Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. Oh, ach so, er hasst einfach nur diesen Ort hier, weil das wahrscheinlich die letzte Absteige ist. Was eventuell erklärt, warum wir hier sind. I didn't imply that. Detective. Ah ja, oh, es ist 9 Uhr übrigens It geworden. probably means this is where you step in and ask your questions. Also dann, Fragen. Ich schaff das schon. Du spielst den Dummen. Wer, ich? Na His gut. face expresses profound doubt in your having this. Mit der Ask Zweifel. him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions, which you can later use in the more sinister ones, not vice versa. Ach, schön, dass wir hier gerade versuchen, unsere Erkenntnis wieder zurückzuerfunden, weil unsere Rhetoriksinn sich irgendwie schnell was ausdenkt. Wer hat irgendwas? Warum ist Silvi gegangen? Wissen Sie eigentlich, warum ist Silvi gegangen? Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? She has nothing to do with this. Nein, ich habe sie nach dem Wo gefragt. Jetzt frage ich sie, warum. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Er hat sie nach ihrer Nummer gefragt und dessen ist sie abgehauen? Aha. Thank you. Vielen Dank, sagt der Leutnant. Er öffnet seinen Einband seines kleinen Notizbuches und verstaut die Nummer sicher in ein kleines Fach. Ist nicht so gut gelaufen, was? I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Also was geht mir gehörig auf den Wecker. Ich bin Feminist. Aber schön, wir haben schon eine neue Information erfahren. Es handelt sich um einen Lynchmord. Also das wussten wir ja vorher nicht. Das war ja nicht klar, oder? Ich gebe gerne gründlich vor. Alles hat mit allem zu tun. Keine Ahnung, für Intuition. Sie haben recht, alles hat mit allem zu tun. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Wo genau ist die Leiche? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Sie haben ihn an den Baum hochgezogen. Jetzt ist bloß die Frage, wer. Ich habe Kim schon kennengelernt. Ja, Kim scheint irgendwie nicht ganz so ein harter Säufer zu sein wie ich. Das ist ein Problem. Wie kommen wir jetzt dahin? Wahrscheinlich durch den Hinterausgang. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Wer auch immer die franco-grinische Kavallerie ist. This man means the heavy cavalry of the innocents Franco-Negro, sweeping over the plains and nations of the enemies of mankind. 5th century style. Unified currency and the concept of cool came in their wake. They wore lamella and carried guns. But first and foremost, Franco-Nigerian heavy cavalry was really, really wide. That hole in the fence must be enormous. Ich mag die Enzyklopädie. Das ist herrlich. Wer auch immer die Franco-Ding schon. Zack, und schon springt die Enzyklopädie in die Ecke und sagt, ja, das war die und die. Ja, es sind im 5. Jahrhundert. Das ist also 7500 Jahre her. Wer hat ihn umgebracht? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Ach, Menno. This is it. He said they hoisted him up on a tree. Who is this they, if he doesn't know? Vorhin haben sie gesagt, sie hätten ihn nur auf den Baum geführt. Auf wen haben sie sich dabei bezogen? Oh, people are saying it was the Union dock workers, that it was a lynching. Union Dock Workers. Darf ich etwas empfehlen? Aber immer doch, gerne. Wer genau sagt das? The locals, the customers, Ah, ja. the people who eat here, a lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Von den Hafenarbeitern habe ich schon gehört. Und das waren die sich für die Polizei halten, wenn ich mich recht entsinne. Naja, gut. Weiter. Did the debarders themselves tell her this, or is it a rumor? Die Dingsbums. Also es gibt hier irgendwie so einen gewissen Französisch-Einschlag, ne? Das hatten wir vorhin auch schon mit dieser Zeitung, die Trompe de Monde. Interessant. Ich mache mir übrigens gerade meine eigenen Notizen, wenn auch nicht unbedingt dazu. Mach nochmal das mit den Ziel, wie dann die Feminismusantwort.
Oha. Komme ich da nochmal hin in den Dialog? I don't really know. You'll have to ask her. Warum sollten haben wir diesen Mann lynchen? Ja, anscheinend halten die sich für das Gesetz. I would suppose it's because they have nothing better to do. Was? Ist das Langeweile? Scheint echt langweilig hier zu You mean sein. the strike? Ah, ein Streik. Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. A mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. Ach so, Streikbrecher oder was? Ich hab The angefangen. lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Hey, wir arbeiten immer mit. Ich fühle mich nützlich. Warum ist sie Haven't you gegangen? asked me that already? Okay, you got. Thank you. I asked an employee out. She didn't want to come. So, I okay. felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Ich bin Feminist. What? Ganz recht. Wenn ich eins über mich weiß, dann, dass ich durch und durch glühender Feminist bin. Sie haben schon richtig gehört. Steckt Ihnen ein Fall aus dem Ohr. Ich habe gesagt, ich bin Feminist. Ich bin kein Feminist. Ich wollte nur den Gesichtsausdruck sehen. Das ist herrlich. Okay, wir ziehen jetzt durch. Ganz recht. Ich durch und durch glühender Feminist. Bestimmt. Is that so? Mr. Feminist? Was? Er unterdrückt den Rest, bevor er ihn ausspricht. Wahrscheinlich denkt er, dass es besser wäre zu schweigen. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it with special bonuses and effects. Ich habe ein Gedankenkabinett? Also ich hätte wirklich das Skills irgendwie voll auf den Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes spielen sollen. Das wäre dann Let's go. alles. Hey, gehen wir. Not so fast, Mr. Feminist. You owe me 130 Real. Gewandtheit, du machst sie aus dem Staub. 130 Real. Also die Währung ist real, die Zeitung ist französisch. Okay, was ist ein Real? Oh, excuse me. You owe me 130 Real. Er lässt das R mit einem pseudo-aristokratischen Akzent von der Zunge rollen. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Danke, liebes Enzyklopädie-Gehirn. Meinen Sie mit realen gewissen Art von Glaubwürdigkeit auf der Straße? Achso, verstanden. Sie meinen, dass ich Ihnen Geld schulde. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Money. You owe this establishment 130 Real. Die beiden orangen Punkte. Ich habe das da unten gesehen, aber es war bis eben noch ausgegraut. Also, weil ich habe mich gedacht, das sah ein bisschen aus wie so ein Headset, aber es könnten natürlich auch Ohren und ein Bart sein, den ich auch tatsächlich habe. Sie sind festgenommen. Wofür genau schon in diesen Laden Geld? Let's see. 3 nights at a tariff of 20 Real comes to 60 Real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 Real in damages. Das sind aber nur 100, du Nase. Another thing you've annihilated Verdammt. is half the bar. You've run a tab of 30 Real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 Real. Schön, dass er Mathe kann. Real is still money. Ja, okay, was ist genau dieses What Geld? are you, a philosopher? Das ist gar nicht so abwegig. Seit ich aufgewacht bin, fällt es mir schwer, mich an den grundlegenden Konzepten der Realität zu erinnern. Nein, ich befinde mich in einer Entjungsphase. Nicht so mit das da. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or späht ins 8 Kassenbuch bottles hinein. of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Du fährst fort und zeigst dir die Münze, die du gefunden hast. Ist das Geld? Interessant. Wo kommt es her? Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes. Er sieht den Leuten an. Some do take recompense, but only to survive. Manche nehmen Entschädigungen. Der Leuten das Tod ernst. Also er klingt halt irgendwie so ein bisschen wie die traurige Persönlichkeit in der Geschichte. Wozu brauche ich es? For survival, to pay me. Unless you want to become a hobo. Do you want to become a hobo? There's nowhere else to stay in Martinez and it's a cold spring outside. Money doesn't make you happy, but it lets you be unhappy for a while longer. Wir müssten irgendwie mal ein Portemonnaie gehabt haben, oder? Na gut, If you run out of money, you die. It's like that for all of us. Me too. That's why I need you to pay me. Die Geschichte würde nicht funktionieren, wenn Kim nicht todernst wäre. Ja, das heißt, dass ich tue alles dafür, nicht so todernst zu sein. Alles klar. ich muss ja hier mein lustiger und ernster Kopf-Dings machen. Okay, du fährst fort und zeigst die Münze, die du gefunden hast. Ist das Geld? Yes, it is.
Was, du zählst ihn, gibst ihm. Das ist 10 plus 10 plus 20, was 40 gibt. Jetzt fehlen mir noch 90, korrekt? No, you see, that's 40 cents. Oh nein. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 real. Also die Geduld, die dieser Mensch auch hat, um mir das Prinzip von Währung zu erklären. Aber das ist ja furchtbar. It is. Er steht stumm da und blickt auf das Wechselgeld auf der Theke. Isn't it evil? The order of magnitude between what is asked of a person and what they have. Die Finsternis ist unerbittlich. Du nimmst die Münze an dich. Du behältst es für dich und nimmst die Münze an dich. It does, doesn't it? Da haben sie wohl recht. Hey, ich habe wieder Geld gewonnen. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Katsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. Wie ist es weiter? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Er zuckt mit den Schultern. Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Ich wohne in Jamrock? Woher weiß er das? Naja, großartig. Mehr dazu beim nächsten Mal.